Sprechen möchte ich darüber. Jürgen Hart ist mir jetzt zugeschaltet, CDU-Politiker, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages und auch Teil der Arbeitsgemeinschaft Außen- und Verteidigung bei den Koalitionsverhandlungen. Hallo, Herr Hart. Guten Morgen. Ja, wir haben es gerade gehört, Armin Laschet, Ihr Parteikollege, sagt schon, wir müssen vorbereitet sein. Also wie gehen wir denn jetzt wirklich auch rein praktisch damit um, dass ganz offensichtlich die Trump-Regierung uns Europäer für Schmarotzer hält? Das ist eine Botschaft, die ja für uns so nicht neu ist. Die Wortwahl ist natürlich extrem ungewöhnlich. Diese Stammtischsprache, die offensichtlich im Weißen Haus und im Umfeld gepflegt wird, das ist etwas, an das wir uns erst gewöhnen müssen. Aber im Kern ist ja dieser Vorwurf lange im Raum und auch berechtigt, dass wir eben trotz der Vereinbarung des NATO-Gipfels von Wales aus dem Jahre 2014 nicht die notwendigen Schritte zur Stärkung der deutschen und der europäischen Verteidigung unternommen haben und dass deswegen die Amerikaner nach wie vor einen großen, den überwiegenden Teil der NATO-Lasten tragen. Und da ist ja die Entscheidung des Deutschen Bundestages, des alten Deutschen Bundestages, von letzter Woche, nämlich entsprechend die Schuldenbremse für den Einzelplan 14, sprich Verteidigung und einige andere wenige Aspekte, die verteidigungsrelevant sind, aufzuheben, der richtige Weg. Und daraus muss eine neue Regierung dann auch was machen. Wir brauchen mehr Personal, wir brauchen mehr Ausrüstung bei der Bundeswehr. Und dementsprechend müssen die Weichen gestellt werden. Darüber haben wir in der Koalitionsverhandlung intensiv diskutiert. Ergebnisse werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben, aber es wird sich mit Sicherheit was ändern. Also sprich, Kritik kann man sich eigentlich sparen, lieber selber ins Machen kommen. Nun gibt es ja auch parallel noch die Bestrebungen und jetzt immer wieder die Besuche auch der Insel Grönland. Jetzt kommt sogar Vizepräsident der USA, J.D. Vance, dorthin auch mit. Eingeladen ist er nicht. Sollte Deutschland denn nicht auch konkret was tun, außer vielleicht leise Kritik üben, um den Dänen in dieser Frage den Rücken zu stärken? Da finde ich die deutsche Regierungsstrategie im Grundsatz richtig, zu sagen, wir als Europäer geben darauf eine gemeinsame Antwort. Das ist ja auch geschehen, die Haltung der Europäischen Union, zu der ja Dänemark gehört und damit auch Grönland in gewisser Weise. Die Europäische Union hat ihr klares Wort gemacht und dahinter steht die deutsche Bundesregierung und auch die neue deutsche Bundesregierung wird dahinter stehen, dass wie auch immer geartete Eingriffe in die Souveränität einzelner Staaten oder auch eben in die Autonomie der besonderen Situation Grönlands unakzeptabel sind. Und es darf in der freien Welt jeder reisen, wohin er will. Aber wenn er daraus einen Staatsbesuch oder ein politisches Projekt macht, dann ist die andere Seite auch berechtigt, dazu ihre Meinung zu sagen. Und ich finde es richtig, dass man in Grönland entschieden hat, eben den entsprechenden Besuch nicht willkommen zu heißen, sondern sich klar davon zu distanzieren. Solche Drohgebärden sind beunruhigend, aber wenn wir als Europäer uns da geschlossen dagegen stellen, so habe ich das Gefühl, dass wir im Zweifel auch den Senat der Vereinigten Staaten von Amerika, den Kongress insgesamt hinter uns haben, wenn es um die Einhaltung von Völkerrecht geht. Herr Hart, wenn ich Sie schon mal hier vor der Kamera habe, dann möchte ich gerne noch mal kurz ein paar Takte mit Ihnen sprechen über die Koalitionsverhandlungen. Denn eigentlich hieß es ja immer Verschwiegenheit. Nichts wird nach draußen gegeben. Und nun haben wir wirklich eine ganze Welle an wirklich konkreten Papieren, die nach draußen gegeben sind. Offenbar ja auch von Union und SPD-Seite, auch wenn man da gegenseitig mit dem Finger aufeinander zeigt. Ich würde das so deuten, dass es ehrlich gesagt ziemlich miserabel läuft bei diesen Verhandlungen. Wie ist denn Ihre Lesart? Also ich werde zu den Inhalten nichts sagen, auch nicht dazu, aber die sind ja schon Papiere öffentlich, tatsächlich echt sind. Ja, aber ich bestätige nicht, dass es sich tatsächlich um die endgültigen Dokumente handelt. Ich kann nur sagen, die Verhandlungen sind so, wie ich sie beobachtet und erlebt habe. Ich war ja nicht der Leiter der Verhandlungen auf der Unionsseite. Das hat Joe Wadefuhl und Florian Hahn von der CSU gemacht, aber ich war eben bei den Besprechungen dabei. Es war eine vernünftige, konstruktive, angenehme Atmosphäre. Man kennt sich ja sowieso aus der Zusammenarbeit im Bundestag, in Ausschüssen und so fort. Aber es sind natürlich naturgemäß eine ganze Reihe von Fragen offen. Und es ist in so einer Koalitionsverhandlung natürlich auch immer ein Aufbauen von starken Positionen, damit man im Zweifel auch etwas hat, wenn es dann hinterher darum geht, Kompromisse zu bilden. Und das ist dann am Ende die Sache der Parteivorsitzenden von SPD und CDU, CSU. Und das ist ein ganz normaler Vorgang. Ich erinnere mich an das Jahr 2017, 18. Erst die gescheiterten Koalitionsverhandlungen für Jamaika, dann im Januar Sondierung mit der SPD. Dann hat es nochmal 2 Monate gedauert, bis wir mit der SPD tatsächlich einen Koalitionsvertrag hingekriegt haben, unter großen Schwierigkeiten.
Da war ich auch dabei. Das war viel anstrengender als das, was ich jetzt erlebt habe. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass das so weitergeht, wie das alle Beteiligten planen und dass wir mit klaren Botschaften einer neuen deutschen Bundesregierung auf die wichtigen internationalen Termine gehen. Wir haben im Juni den großen NATO-Gipfel in Den Haag. Da muss der deutsche Bundeskanzler mit einer starken, mit breiter Schulter hingehen können, mit klaren Vereinbarungen der Regierungskoalition, mit Unterstützung des Bundestages, was zum Beispiel Verteidigungsausgaben, Stärkung der Bundeswehr angeht. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das erreichen werden. Na gut, Herr Hart, ich will Ihnen Ihre Zuversicht nicht nehmen. Danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch. Bitte schön.